Wissen Sie, was in Deutschland am teuersten ist? Es ist nicht die Miete, auch kein Auto, es ist Stress. Finanzieller Stress senkt Ihre Intelligenz um 13 Punkte. 13 Punkte. Das bedeutet, Sie treffen jeden Tag dümmere und schlechtere Entscheidungen, weil Ihr Gehirn ständig rechnet, wie komme ich bloß diesen Monat über die Runden? Die Princeton University hat das in einer Studie bewiesen, aber niemand sagt es Ihnen. Mein Name ist Adam und ich werde Ihnen jetzt die größte Wahrheit enthüllen, die Ihre Bank, Ihr Finanzamt und das ganze System vor Ihnen verbergen. Bereit? Los geht's. Stell dir das mal vor. Samstagabend, du schreibst mit deinen Freunden in der WhatsApp-Gruppe. Komm, lass uns morgen frühstücken gehen, sagen sie. Alle sagen ja. Du sagst auch ja. Und dann öffnest du sofort den Taschenrechner in deinem Kopf. Wie viel war noch auf dem Girokonto? 550? Die Miete geht in 3 Tagen ab. Die Nebenkosten sind gestiegen, jetzt 780. Die S-Bahn-Karte wird automatisch abgebucht, 95 Euro. Moment, die Telefonrechnung kommt auch diese Woche, 39,99. Wenn das Frühstück jetzt 15 Euro kostet, mit Getränken zusammen 25, warte mal. Du rechnest gerade aus, ob du mit deinen Freunden frühstücken gehen kannst oder nicht. Du machst dir Stress wegen 15 Euro. Als jemand, der Hochdeutsch spricht, einen Uni-Abschluss hat, als gebildeter Mensch. Und das Schlimmste? Während du das rechnest, hast du die Hälfte von dem verpasst, was dein Freund erzählt hat. Dein Kopf war nicht da. Dein Kopf war auf deinem Bankkonto und hat die Zeilen durchgescannt wie eine Excel-Tabelle. Jetzt pass auf. Ich erkläre dir, was die Wissenschaft dazu sagt. Forscher aus Princeton haben Tausende von Menschen getestet. Bei Menschen, die mit finanziellem Stress leben, sinkt der IQ im Schnitt um 13 Punkte. 13 Punkte. Weißt du, was das bedeutet? Als hättest du eine Nacht nicht geschlafen. Aber wenn du schläfst, wird es nicht besser. Jeden Tag, jede Stunde lebst du permanent mit 13 Punkten weniger. Du triffst deine Entscheidungen danach, machst Pläne, steuerst dein Leben, aber 45% deines Gehirns rechnen ständig im Hintergrund. Reicht es? Was passiert, wenn es nicht reicht? Wenn ich ins Dispo rutsche, wie viel Zinsen dann? Wirkt sich das auf die Schufa aus? Jetzt stell dir das vor. 2 Personen. Beide verdienen 3.000 Euro im Monat. Die eine hat 1.500 Euro Miete, 1.000 Euro Ausgaben, 500 Euro werden gespart. Die andere hat 1.000 Euro Miete, 1.800 Euro Ausgaben, 200 Euro werden gespart. Wer ist gestresster? Die zweite Person. Weil die zweite Person überhaupt keinen Puffer hat. Wenn was kaputt geht, wenn eine Rechnung falsch kommt, direkt ins Dispo, 10% Zinsen. Und dann musst du im nächsten Monat weniger ausgeben, um das Dispo wieder auszugleichen. Aber wie? Du lebst doch schon am Minimum. Und hier beginnt die Falle. Die Armutsfalle. Du bist schon gestresst, dein Gehirn funktioniert nicht richtig. Triffst du in so einer Situation bessere Entscheidungen? Nein. Du triffst schlechtere Entscheidungen. Du kaufst billige Schuhe, weil du dir die guten nicht leisten kannst. Nach 3 Monaten sind die billigen Schuhe kaputt, du musst neue kaufen. Die guten hätten 2 Jahre gehalten, aber du kaufst in 2 Jahren 6 billige Paare. Am Ende gibst du mehr Geld aus, aber du denkst, du handelst klug, weil dein Gehirn nicht richtig funktioniert. Stress macht dich dumm, Dummheit erzeugt mehr Stress, Stress erzeugt mehr Dummheit, Endlosschleife. Was sage ich? Das System gibt dir die Schuld. Du triffst schlechte Entscheidungen, du kannst nicht mit Geld umgehen, du bist undiszipliniert, aber du triffst keine schlechten Entscheidungen, weil du ein gestresster Mensch bist. Du triffst schlechte Entscheidungen, weil dein Gehirn permanent schreit. Was passiert, wenn das Auto kaputt geht? Wenn du krank wirst? Nächsten Monat? Nächstes Jahr? Du versuchst, komplexe Probleme zu lösen, während dir jemand 24 Stunden am Tag ins Ohr brüllt. Du kannst dich nicht konzentrieren. Und die Gesellschaft sagt, undiszipliniert. Wirklich? Schau, vor 3 Jahren habe ich an einem Projekt gearbeitet. Wichtig für die Karriere. Ich saß im Café, klappte den Laptop auf und starrte 90 Minuten auf einen leeren Bildschirm. Ich konnte nichts machen, weil mein Kopf hier war. 340 Euro auf dem Girokonto, die Miete in 9 Tagen, das Gehalt noch nicht da. Projekt, Zukunft, Karriere, leere Worte. Ich konnte nicht an letzte Woche denken, wie sollte ich an nächstes Jahr denken? In dem Moment habe ich es verstanden. Ich bin nicht faul, nicht kurzsichtig, nicht erfolglos. Es ist einfach kein Platz mehr in meinem Kopf. Die ganze Rechenleistung wird für die Gegenwart verbraucht. Mir bleibt keine Kapazität, um für die Zukunft zu planen. Du kannst keine Kathedrale bauen, wenn das Fundament jederzeit einstürzen kann. Jetzt
kommen wir zum eigentlichen Punkt. Denn hier wird in den Studien etwas sehr Interessantes entdeckt. Weißt du, was das Überraschendste ist? Es ist nicht die Menge des Geldes, die dein Stresslevel bestimmt. Es ist der Puffer. Der Abstand zwischen dem, was du hast und dem, was du brauchst. 2 Leute können das gleiche Gehalt haben, aber einer ist total gestresst, der andere entspannt. Warum? Weil einer 2000 Euro Rücklagen hat, der andere 0. Einer sieht eine unerwartete Ausgabe von 600 Euro und sagt, okay, ich kriege das hin. Der andere bekommt eine Panikattacke. In Deutschland redet jeder über Sicherheit. Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Hausratversicherung, alles versichert. Aber die eigentliche Sicherheit gibt es nicht. Weil die Deutschen versichern nicht die Zukunft, sie versichern die Gegenwart. Wenn morgen ein Unfall passiert, zahlt die Versicherung. Aber wenn morgen das Auto kaputt geht, das Handy, eine Zahnbehandlung nötig wird, das deckt keine Versicherung ab. Und genau das sind die Dinge, die dich in den Ruin treiben. Das deutsche System bringt dir bei, eröffne ein Tagesgeldkonto bei der Sparkasse, spare. Aber wie sollst du mit 50 Euro im Monat sparen? Du bekommst 0,1% Zinsen, die Inflation liegt bei 3%. Das heißt, jedes Jahr verliert dein Geld an Wert, aber du redest dir ein, dass du sparst. Das ist Deutschlands größtes Paradox, fleißig, aber arm. Die fleißigste Nation Europas, aber die Angst vor Altersarmut ist Nummer 1. Warum? Weil das System dich ins Hamsterrad gesetzt hat. Du rennst und rennst, aber du kommst nicht voran. Jetzt schauen wir uns den Dispo-Kredit an. Deutschlands hinterhältigste Falle. Wenn dein Girokonto ins Minus rutscht, sagt die Bank, keine Sorge, du hast einen Dispo-Kredit. 500 Euro Limit, 1000 Euro Limit, 3000 Euro Limit, du bist beruhigt. Ich habe einen Puffer, sagst du. Aber das ist kein Puffer, das sind Schulden. Und Schulden, die mit 10% Zinsen wachsen. Wenn du einen Monat lang 500 Euro Dispo nutzt, zahlst du im nächsten Monat 40 Euro Zinsen. Weißt du, wie wichtig 40 Euro sind? Ein Wocheneinkauf. Aber du gibst das Geld der Bank. Warum? Weil du keinen echten Puffer hast. Schufa. Die 5 gefürchtetsten Buchstaben Deutschlands. Jeder hat Angst vor dem Schufa-Score, aber niemand weiß, was es ist. Schufa gibt dir Punkte. Bist du ein guter Kunde? Bist du ein schlechter Kunde? Aber wie sollst du ein guter Kunde sein, wenn du ständig Dispo nutzt? Der Score sinkt. Wenn der Score sinkt, bekommst du keinen Kredit. Wenn du keinen Kredit bekommst, kannst du kein neues Auto kaufen. Wenn du kein neues Auto kaufen kannst, geht das alte Auto ständig in die Werkstatt. In der Werkstatt gibst du mehr Geld aus. Wenn du mehr Geld ausgibst, nutzt du Dispo. Wenn du Dispo nutzt, sinkt die Schufa. Wieder zurück in der Endlosschleife. Schau, mein Bruder hat 4-mal versucht, einen Notfallfonds aufzubauen. Jedes Mal kam er auf 400 Euro, dann ging etwas kaputt, das Geld war weg, zurück auf 0. Nach dem 4. Mal hat er aufgegeben. Er sagte, so werde ich immer leben. Er hat es akzeptiert. Und diese Akzeptanz ist genau das, was das System will. Denn wenn du aufgibst, bleibst du abhängig von der Bank. Du zahlst Dispozinsen, Überziehungsgebühren, Mahngebühren. Die Banken verdienen Milliarden damit, dass du die Schale nicht durchbrechen kannst. Aber was, wenn du es doch schaffst? Wenn du 1000 Euro sparst und sie dort behältst? Was dann? Jetzt zeige ich es dir. Jeder sagt, spar 1000 Euro, leicht gesagt. Du verdienst 2800 Euro im Monat, 1200 Miete, 600 Nebenkosten, 400 Essen, 100 S-Bahn, 50 Telefon, 50 Internet. Was bleibt? 250 Euro. Wie sollst du mit 250 Euro auf 1000 kommen? 4 Monate. 4 Monate kein Sozialleben, keine Extraausgaben, keine Überraschungen. Realistisch? Nein. Jetzt rechne ich die echte Mathematik. Wenn du 100 Euro im Monat sparst, dauert es 10 Monate. 10 Monate. Fast ein Jahr. Und das unter der Annahme, dass in diesen 10 Monaten nichts kaputt geht. Auto, Handy, Laptop, Zahn, nichts. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Fast 0. Weil genau im 5. Monat das Handy-Display kaputt geht, 300 Euro Reparatur, zurück auf 200 Euro. 3 Monate mehr. Dann kommt die TÜV-Prüfung, 150 Euro, wieder von vorne. Schau. Deshalb geben die Leute auf. Die Mathematik scheint unmöglich, aber sie ist nicht unmöglich, nur schwer. Und wenn du die Schwierigkeit nicht akzeptierst, kannst du nicht mal anfangen. Ich habe es beim ersten Versuch 9 Tage durchgehalten. 9 Tage. 87 Euro gespart, dann war die TÜV-Plakette abgelaufen, ich habe ein Bußgeld bekommen, weg war der Puffer. Gefühl des Versagens? Absolut. Aber habe ich aufgehört?
Letztendlich nein. Beim 7. oder 8. Versuch habe ich es geschafft. Jetzt erkläre ich dir strategische Armut, weil niemand diesen Begriff benutzt, aber genau das ist die Realität. Du wirst dein Leben vorübergehend schlechter machen, damit es dauerhaft besser wird. Zum Beispiel, wenn Dispozinsen dein größter Verlustbereich sind, wirst du 6 Wochen lang nur Reis und Linsen essen, um das Reparaturgeld zusammenzubekommen. Netflix gekündigt, Fitnessstudio gekündigt, Spotify gekündigt. Vorübergehender Schmerz, dauerhafter Gewinn. Das schreibt keiner auf Motivationsposter, weil es nicht schön ist. Aber das ist die Realität. Du kannst nicht höflich aus der Armut rauskommen, du musst aggressiv sein, wütend sein. Ich habe den Wendepunkt erreicht, als ich anfing, mich über Bequemlichkeitsgebühren aufzuregen. 2,50 € Servicegebühr bei einem 15-€ Einkauf? Das ist Diebstahl. Diebstahl im Anzug. Ich bin aus dem Laden raus, nach Hause, habe online bestellt. Sinnvoll? Diskutabel. Hat es funktioniert? Absolut. Weil das System darauf aufgebaut ist, dich mit kleinen Gebühren einzulullen. Jede Gebühr ist für sich genommen klein, scheint nicht wert zu sein, dafür zu kämpfen. Aber übers Jahr sind das 200 €. 200 € sind 20% deines Puffers. Nicht die Gewinnmarge der Bank, sondern deine geistige Freiheit. Deswegen sei kleinlich, auch wenn du dich dabei klein fühlst. Dein Stolz kommt zurück, dein Bankkonto nicht. Jetzt erkläre ich den Unterschied zwischen billig und sparsam. Billig ist, Schuhe für 8 € zu kaufen, die nach 2 Monaten kaputt sind. Sparsam ist, Schuhe für 40 € im Sale für 25 € zu kaufen, die 2 Jahre halten. Billig ist teurer, immer. Aber wenn du arm bist, kannst du nicht sparsam sein, weil Sparsamkeit am Anfang Geld kostet. Falle in der Falle. Du weißt, was richtig ist, du kannst rechnen, aber du hast 12 € in der Tasche, du wirst die 8 € Schuhe kaufen, wo sollst du die 40 € hernehmen? Du kaufst die für 8 € und hasst dich ein bisschen dafür. Die Schleife geht weiter. Aber was, wenn du es schaffst? Wenn du die 1000 € erreichst und sie länger als eine Woche behältst? Jetzt sage ich dir, was passieren wird. Am ersten Tag, an dem du 1000 € erreichst, fühlst du nichts. Im Ernst. Als ich die 1000 € erreichte, dachte ich, das war's? Das soll mein Leben verändern? Weil sich in dem Moment nichts ändert. Du kannst nicht kündigen, kein Haus kaufen, keine Anzahlung für irgendetwas Bedeutsames machen, nur eine Zahl auf dem Konto. Aber dann geht etwas kaputt. Laptop, Handy, Autobremsen und statt diesem kranken Magengefühl, statt der Panikspirale, statt der Planung, welche Rechnung kann ich verschieben, regelst du es einfach. Du überweist das Geld, lässt das Ding reparieren. Der Puffer ist jetzt 600, nicht 1000, aber egal. Weil du es geregelt hast, ohne deine Kreditwürdigkeit, deine Beziehungen, deine mentale Gesundheit zu beschädigen. In dem Moment verstehst du, was du mit 1000 € gekauft hast. Du hast keine Sachen gekauft. Du hast die Abwesenheit von Panik gekauft. Du hast das Recht gekauft, einen schlechten Tag zu haben, keinen schlechten Monat. Du hast kognitive Freiheit gekauft. Und diese Veränderung ist wertvoller als die Zahlen selbst. Weil zum ersten Mal in deinem Leben vielleicht Geld seine echte Funktion erfüllt hat. Es hat ein Problem gelöst, effizient, ohne 3 neue Probleme zu schaffen. Die meisten Menschen kennen Geld nur als Stressquelle. Entweder ist es nicht genug, oder du hast Angst, es zu verlieren, oder du denkst darüber nach, wie du mehr bekommst. Geld ist immer das Problem. Aber wenn der Puffer in einem echten Notfall genutzt wird, wird Geld zur Lösung. Und diese Verschiebung der Wahrnehmung ist wertvoller als das Geld selbst. Schau, Finanzberater sagen ständig, spar 6 Monate Ausgaben. 6 Monate. Du hast Schwierigkeiten, 6 € zu sparen. Der Rat sagt, besteig den Everest. Du versuchst zu lernen, wie man eine Leiter hochsteigt. Aber sie haben nicht Unrecht mit dem Ziel. Sie überspringen nur 15 kritische Schritte, wie man dahin kommt. Jetzt hast du 2 Wege vor dir. Erster Weg, du machst so weiter. Jeden Monat kämpfst du ums Überleben. Jede Rechnung ist Stress. Dispo nutzen, Zinsen zahlen, Schufa sinkt, schlechte Entscheidungen treffen, die Schleife geht weiter. Du wirst 65, die Rente beginnt, 1200 € im Monat, Miete 800, Nebenkosten gestiegen auf 900. Mit 300 € lebst du. Altersarmut. Deutschlands größte Angst. Und du steckst mittendrin. Zweiter Weg, du fängst jetzt an. Scheiterst, fängst wieder an, scheiterst wieder, fängst wieder an. Erreichst 1000 €, hältst sie. Dann 1500, 2000, 3000. Jede Stufe ist leichter als die vorherige, weil dein Gehirn sich öffnet. Stress nimmt ab.
Entscheidungsqualität steigt. Du fängst an, Chancen zu sehen. 20 Jahre später, Rente, aber du hast passives Einkommen. 500 Euro im Monat, 1000 Euro, 1500 Euro, zusätzlich zur Rente. Du lebst, du überlebst nicht nur. Welcher? Die Wahl liegt bei dir. Ich gebe dir keine Anlageberatung, ich zeige dir die Optionen. Du hast die Mathematik gesehen. Die Fakten liegen vor dir. Das System ist nicht dein Feind, Unwissenheit ist dein Feind. Das System ist nur eine Maschine. Wenn du lernst, wie es funktioniert, kannst du es nutzen. Der Puffer ist nur Geld. Aber was er kauft, ist ein Gehirn, das nicht aus Angst, sondern aus Möglichkeiten heraus arbeitet. Und dieses Gehirn trifft völlig andere Entscheidungen als die Person, die gerade liest. Dieses Gehirn baut Wohlstand auf, nicht durch Disziplin oder Verzicht, sondern indem es den mentalen Raum hat, Chancen zu erkennen. Chancen, die Panik unsichtbar macht. 1000 Euro sind der Eintrittspreis für diese Transformation. Danach ist es nur noch die Kombination aus Klarheit. Geld sparen, über Gebühren aufregen, Reis essen, scheitern, neu anfangen, wieder scheitern. Aber verstehe, was du aufbaust. Kein Bankkonto. Ein anderes Betriebssystem für dein Gehirn. Eines, das auf Möglichkeiten statt auf Panik läuft. Und wenn das System einmal installiert ist, wird der Geldteil fast automatisch, weil du endlich klar genug denkst, um den Weg nach vorne zu sehen. 2 Wege. Egal welchen du wählst, du kennst das Ergebnis. Ich bin Adam, ich überlasse dir die Wahl, wir sehen uns wieder.